Direkt wenn es 165 klingelt, kommt der Patch mit 190. Ich glaube nicht. Ich glaube, das dauert noch recht lange, bis der Patch kommt. Ich glaube sogar in fact, dass das wieder wie letztes Jahr sein wird. Dass dieses große Update tatsächlich erst ganz am Ende kommt. Hauptsächlich wegen dem PvP-Event, glaube ich das. Denn letztes Jahr war es so, es gab einen Tag X, an dem war alles von den Leuten, die sich fürs PvP-Event qualifiziert hatten, also in Manila für das Offline 110.000 Dollar Tournament quasi, gab es einen Tag X, da war alles gesperrt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt mussten denn ihre Charakter fertig sein und die Charakter wurden dann so, wie sie sind, quasi abgespeichert. Und für den Server quasi gelockt sozusagen. Also alles, was nach diesem Tag passiert ist, was sie sich gekauft haben, was sie ausgegeben haben, selbst wenn sie ihr Equipment komplett weggeschmissen hätten, wäre egal gewesen. Die Charakter waren quasi schon eingeloggt, so wie sie sind. Und ich denke mal, das wird dieses Jahr auch wieder so sein. Und bevor dieser Tag nicht geschehen ist, wird wahrscheinlich auch das Update nicht kommen können. Weil das wäre ja crazy, wenn die Leute sich jetzt das aktuelle Equipment erspielen würden, auf 165 leveln würden. Dann würde, sagen wir, Mitte Juni oder Juli würde dann das Update kommen, wo du plötzlich 25 neue Level hast und neuen Dungeon und pipapo. Und dann müsstest du bis August, also maximal 1 oder 2 Monate später, müsstest du da wiederum auch das komplett neue Equipment perfekt geupgradet haben, auch wieder deinen Charakter perfekt ausgerüstet haben, ready haben für das Tournament, dass der auch wieder abgespeichert und quasi für das Event bereitsteht sozusagen. Und das, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich sage, vor dem Tag X für das PvP-Event kann das Update gar nicht kommen. Und das wird wahrscheinlich irgendwann im August der Fall sein. Das Finale ist, glaube ich, am 20. September. Das heißt, dieser Tag X wird irgendwann Ende August sein oder so, wahrscheinlich. Oder Anfang September vielleicht. Und das heißt, das Update kann frühestens irgendwann im September kommen. Oder allerfrühestens vielleicht in der allerletzten Augustwoche. Und der Server endet am 1. Oktober. Also am wahrscheinlichsten ist es so, dass das Finale in Manila abgehalten wird und 3 Tage später das Update kommt oder so. Ich denke, das ist das Wahrscheinlichste. TBH. Sir. Sirs. Sirs, trust me, bro. Quelle, trust me, bro. Klingt so logisch für Gala. Mag sein, aber in dem Fall ist es eigentlich ziemlich vorhersehbar, dass es so sein wird. So wahnsinnig sie nicht mal sieht, dass sie mitten in der Vorbereitung für das größte Event des Jahres sie einfach ein neues Update droppen, was alles durcheinander bringen würde. So verrückt sind nicht mal die. Abgesehen davon, wenn Gala für irgendwas bekannt ist, dann für Updates auf den letzten Drücker pushen. Das heißt quasi den vorgesehenen Zeitraum so lange wie möglich hinaus zu zögern. Und genau das würden sie damit ja tun. Sie würden bis zur letzten Woche vom FEC warten. Angekündigt ist ein Update für den FEC-Server. Also warten sie bis zum allerletzten Donnerstag und dann spielen sie es auf sozusagen. Das klingt eigentlich sehr nach Gala, Sir. Weil genauso machen sie es eigentlich immer. Auf dem allerletzten Trigger. Ehrlich gesagt mache ich so auch immer alles. Aber ich bin ja keine Multimillionen-Dollar-Firma. Ich bin einfach nur ein Random-Ass-Typ. Random-Ass-Typ in Bayern. Deswegen kann ich mir das auch erlauben. Selbst das werden die vergessen. Weiß ich nicht. Werden wir ja sehen. Ich kann nicht in die Zukunft sehen, Sir. Ich kann nur sagen, was ich predikte. Und das war meine Prediction. Meine lupenreine, astreine Prediction.